Hallo! Wir sind's, die Piranhas. Ja. Und wir spielen heute. Ne? Wir spielen heute ziemlich lange. Ich möchte ein Spiel spielen. Ich möchte ein Spiel spielen. Ja, wie lange denn? Ne? Wie lange ist ein Spiel gut oder wie lange spielt man und was ist die ideale Länge für ein Spiel und gibt es unterschiedliche und so weiter? Also wir haben weniger als 100 Leute gefragt, wie sie das so sehen. Ne? Also welche Spiellänge ist für dich ideal bei einem Spiel? Und die haben Folgendes gesagt. Auch ganz unterschiedlich, da ich ja, wie gesagt, Konsole, PC und auch Mobile spiele, gibt es halt einfach so, sag ich mal, zwischen 10 Minuten und 5 Stunden gibt es irgendwie alles. Also ich habe kein Problem damit, irgendwie 120 Stunden an einem Spiel zu sitzen, aber ich habe halt auch wenig Zeit. Ne? Also ich mag das große Spiel, kann ruhig lang sein. Unter 10 Stunden. 8 bis 20 Stunden, finde ich. Weil so, wenn das nur ein paar Stunden ist, dann bin ich nicht richtig drin und kann nicht mich richtig in die Leute reinversetzen und mitfühlen. Aber wenn ich jetzt 100, 200, 300 Stunden, da bin ich auch oft schnell wieder raus, weil ich das Spiel über ein Jahr oder so spiele. Aber wenn man so den Kern eines Spiels wirklich so in 8 bis 20, 25 Stunden durchspielen kann, aber selber nochmal sagen kann, ich mache da noch sonst was, ne? Das finde ich super. Es kann Sachen sein, die irgendwie wirklich so eine halbe Stunde so oder so dauern, wenn es so ein kleines Spiel ist, was sich immer wieder wiederholt oder so. Aber es gibt auch Spiele, die ich sehr, sehr lange zocke, also auch mal über Jahre im Zweifelsfall, wenn es immer wieder weitergeht. Ich sag mal, wenn das Spiel gut gefüllt ist mit Content und ich viel Spaß daran habe, dann kann das endlos sein. Aber wenn es mich halt langweilt, ne, oder wenn es halt nicht so spannend ist, dann ist es auch okay, wenn es nach 3 bis 4 Stunden zu Ende ist. Es sollte schon ein paar Stunden gehen. Also so ein Spiel von 2 Stunden, damit kann ich nichts anfangen. Da habe ich meiner Meinung nach das Geld rausgeschmissen. Eine ideale Spiellänge sind, glaube ich, so 4 bis 6 Stunden. Aber dann bleibt mir das Spiel auch nicht viel in Erinnerung. Also schöner ist es eigentlich, wenn ein Spiel ewig geht und ich mich immer wieder ransetzen kann. Ja, hängt viel mit dem zusammen, wie die persönliche Situation ist, mit dem Alter und als Kind hat man vielleicht irgendwie mehr Energie und also ist auf jeden Fall unterschiedlich, was da so gesagt wird. Aber wie sehen wir das denn? Also ich persönlich spiele so phasenweise. Ich glaube, einmal im Jahr habe ich so eine Phase, da spiele ich irgendwie jeden Tag abends so 2 bis 3 Stunden. Manchmal auch 4. Ne, wenn ich Bock habe, am Wochenende auch mal und so weiter. Und da gibt's zwar so eine Phase, da spiele ich gar nicht. Ne? Und das hat natürlich dann auch Einfluss darauf, wie lange ich ein Spiel spiele. Es gibt so Spiele, gerade so Rollenspiele oder so Spiele, die wir machen, ne, die sind sehr lang. Und die spiele ich dann manchmal auch in Etappen. So, ne? Also Elex ist zum Beispiel darauf ausgelegt, etwa 60 Stunden kannst du spielen, sagen wir. Es gibt Leute, die 30 Stunden spielen, straight durch irgendwie. Und es gibt Leute, die tatsächlich uns schon mal gesagt haben, die würden jetzt 120 Stunden auf der Uhr haben. So, ne? Ja. Wie siehst du das? Ich finde, es gibt immer so eine Anfangshürde. Wenn ich sage, ich habe jetzt Bock zu zocken und ich habe auch ein bisschen Zeit. Welches Spiel wähle ich jetzt? Dann ist es immer eine größere Hürde, so ein Mammutprojekt zu nehmen, von dem du weißt, das ist jetzt echt lang. Ja? Oder halt so ein Spiel, wo du denkst so, ach ja, gut, komm, so ein 10-Stunden-Titel, der reicht jetzt. Mhm. Ja? Und dann kommt es halt drauf an. Ich finde, die einen spielt man schneller, aber ist man einmal drin und das macht auch tatsächlich Spaß, dann ist es irgendwie nach 10 Stunden auch irgendwie schade, dass es vorbei ist. Weil dann hätte man sich gewünscht, oh, jetzt hätte es auch ein bisschen länger sein können. Du musst aufhören, wenn es am besten ist, habe ich mal gehört. Ja, aber manchmal nicht bei Computerspielen ist das immer doof. Trotzdem traurig. Ne? Und auf der anderen Seite ist dann dieses irgendwie, dann hast du irgendwie so, dann blättert sich die Welt, die ist riesengroß und du denkst, ja. Du musst erstmal reinkommen. Saug dich das Spiel ein und du bist drin, geil. Dann kannst du brötteln, bis der Arzt kommt. Aber wenn du nicht reinkommst, dann ist dir das zu viel. Das ist zu viel, ne? Ne? Ja. Hängt also, würde ich sagen, mit dem Content zusammen. Es gibt momentan so einen Trend, ne, war jetzt auch in den letzten Wochen immer mehr Thema irgendwie, auch im Zuge von Red Dead Redemption, haben wir noch nicht gespielt zum Beispiel, würde ich gerne irgendwann mal machen, wenn ich mal wieder in so einer 2. Clint Eastwood. Red Dead Redemption 2. Ja, stimmt, den ersten haben wir gezockt. Richtig. Den zweiten noch nicht.
ne, muss man in so einer Westernphase sein, Ja. finde ich. Nur ein bisschen Clint Eastwood atmen und Bud Spencer, Terence Hill gucken und dann ist man Und wieder dann drin. hat man wieder Bock. Ja. Aber das ist ein Mammutprojekt. Ja. Und vielen ist das zum Beispiel schon zu groß. Mhm. Und andere, die spielen dann echt Ewigkeiten da drin rum. Und die Frage ist, wann verlierst du sie? Ne? Wenn es irgendwie Momente, dann wird es nicht mehr spannend oder dann fühlt ein Spieler sich alleingelassen oder verloren. Ne? Oder du hast gerade irgendwie was geschafft und kriegst einen auf den Deckel. Ne? Und diese Situationen irgendwie können dann dazu führen, dass die Spieler das nicht weiterspielen, obwohl das vielleicht noch einiges zu bieten hätte. Und wir bemühen uns halt irgendwie, es allen recht zu machen, ein Stück weit. Ne? Das heißt also, wenn man dicht spielen möchte, das heißt sehr gestaffelt den ganzen Kram erleben möchte und dann den Missionen folgt und so, ne, kann man ziemlich straight auch durchspielen, unser Spiel, innerhalb von 30 Stunden, sagte ich ja schon. Ne? Mhm. Aber das Spiel soll auch nicht nur darauf sich beschränken, sondern soll auch den Leuten halt eine Menge Alternativen bieten und irgendwelche, wie soll ich sagen, Sachen, die die Welt halt mitbringt. Ne? Man soll sich mit der Welt beschäftigen können. Man soll Abenteuer erleben können. Die Welt soll sehr dicht sein. Ne? Bei unseren Spielen soll es überall hinkommen. Ab und zu sollte man einem NPC irgendwie einen Auftrag geben und so weiter. Und das ist eine Geschichte, die wir gerne immer haben in unseren Spielen. Halt immer 2 verschiedene Arten des Spielens. Ne? Oder meisten machen ja tatsächlich irgendwie den Mittelweg. Ne? Die spielen die Welt halt so, wie sie gemeint ist und hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, über solche Dinge, ne? Den typischen, den Spieler, den gibt es nicht, ne? Hat man ja eben gehört. Es gibt halt unterschiedliche Meinungen darüber, je nachdem, wie viel Zeit man erübrigen möchte. Oder ob ein Spiel auch irgendwie huckt. Gerüchteweise geht die Tendenz dahin, viele Menschen behaupten irgendwie, die haben sich an 1 oder 2 Spielen im Jahr festgebissen und spielen das und wenn sie nach Hause kommen, nur das. So, ja, und für uns Entwickler ist es halt schon ein Anliegen, halt die Menschen, die unsere Spiele auch spielen oder so, wieder, auch beim nächsten Spiel, wieder dazu zu bewegen, unser Spiel sich anzugucken und dann da auch zu verweilen und es lange zu spielen. Ne? Mhm. Das ist natürlich immer so der Wunsch, der Vater des Gedanken bei uns Entwicklern, warum wir solche Dinge machen, ne? Warum die Spiele auch so lang sind. Ne? Es gibt aber auch Mittel, die man dafür benutzen kann, um das zum Beispiel zu gewährleisten, ne? Indem man zum Beispiel stark repetitives Gameplay reduziert, indem man weniger generische Sachen einbaut. Repetitiv bedeutet, Dinge wiederholen sich. Ja. Dinge wiederholen sich. Man muss immer dasselbe machen und dann, ne? Genau, das ist so ein Downer. Das ist ein Downer. Wenn du das Gefühl hast, es ist abwechslungsreich und bleibt spannend auf die eine oder andere Weise, dann lässt einen das natürlich länger spielen. Ja. Und solche Sachen. Ja. Hinzu kommt, was du gerade gesagt hast, das Pacing spielt eine ganz große Rolle. Ja. Wenn du schon eine riesen Landkarte hast, dann musst du die auch mit irgendwas füllen. Ja. Ne, das ist, je größer die Landkarte, desto schwerer ist das eigentlich. Ja. Und da muss man sich schon Mühe geben zu gucken, ja, auch in den Ecken muss Liebe drin stecken, musst du halt dir beim Pacing besonders viel Zeit nehmen. Es sollte halt dem Spieler selbst überlassen sein, wie lange er in dieser Welt leben möchte oder dieses Spiel spielen möchte. Das ist halt die Idealvorstellung. Funktioniert nicht unbedingt immer. Ne? Und es gibt auch viele Spiele, die einen echt viel abfordern, ne? Und wirklich, dass man da Arbeit investieren muss und dann muss man und so weiter. Wir sind da auch nicht ganz unschuldig an der Stelle. Also bei uns muss man auch schon ordentlich was tun, wenn man vorankommen möchte. Da nehmen wir uns selber nicht so aus, aber das soll dann Spaß machen. Es soll dann nicht irgendwie in so eine, da habe ich jetzt aber keinen Bock drauf, ausarten so. Ne? Das ist immer so dieser Knackpunkt. Und wann ist der erreicht? Das kann man halt nur testen. Man kann halt gut raten an einigen Stellen oder so. Ja, aber jetzt noch größer, noch breiter und so weiter haben wir eigentlich nicht vor. Ne? Nee, also das ist so, es gibt da so eine kritische Masse irgendwann wird's dann zu groß, so, ne, glauben wir. Ja, ne? Ich finde auch nicht, dass das Spiel noch größer werden muss. Nee. Das finden auch einige hier, weil es einfach keinen Sinn macht. Ist groß genug, lass uns das mal lieber, was wir haben, mit schönem Content füllen. Ne? Und die Dinge dann, die wir machen, dann zu verbessern. Genau. Das ist unsere Haltung dazu. Reicht völlig aus. Es gibt so ein Phänomen, ich beschreibe das immer gerne irgendwie, weiß ich nicht, du hast irgendwie die Aufgabe, du musst den Berg raufkommen, ja? Und dann ackerst du und ackerst du und ackerst du und irgendwann bist du oben auf dem Berg und wenn du oben bist, siehst du
du musst nach den Berg und 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 den Berg. Und dann denkst du so, Och nö. boah. Und dieser Effekt. Einer von 100 Blips gesammelt. So. Ja. Oh. Genau, das Ja? ist so ein absoluter Downer. Das ist ein Downer. Ne? Das funktioniert nur, wenn das Spiel noch was anderes bietet, was dich hookt. Ne? Nur das alleine, ne. Man sollte mit diesen Dingern einen von 100 aber auch was tun können, damit man immer so Teilziele erreichen kann. So. Zum Das Beispiel. meinst du mit Pacing. Ja. Dass man halt irgendwie immer spannend was erleben kann und so. Genau, Ne? das heißt, wenn es nebenbei läuft und du es als solches nicht so direkt erkennst, das heißt, du bist jetzt auf den Berg raufgekommen und als nächstes kommt eine Höhle. Ja. Dann ist es wieder spannend. Vielleicht musst du da auch nur einen Blip sammeln. Ja. Aber es ist eine andere Situation. Es muss abwechslungsreich gestaltet sein. Du musst das Gefühl haben, irgendwie, ich werde hier, ich habe hier was erreicht, ich kann was Neues entdecken und so weiter. Und wenn du das schaffst, dann kannst du auch den Spieler halten. Ja. Ja, es sind sehr kontroverse Meinungen momentan im Internet. Die einen sagen irgendwie... Darum haben wir das Thema ja aufgebracht. Ne? Genau, muss alles wieder kleiner werden und irgendwie wir stehen wieder auf irgendwie schön eng erzählte Geschichten, sagen die einen, ne, weil sie jetzt ein bisschen die Schnauze voll haben von in eine Welt geschmissen zu werden, in der man nichts tun kann. Nochmal. Ne, ohne vernünftige Geschichte oder ohne vernünftige... Ne, was will ich hier eigentlich? Sieht hübsch aus, aber ja, hab gar keine Lust. Ne, und auf der anderen Seite gibt's halt eben diesen Trend, dass irgendwie alle sich übertrumpfen müssen. Wir haben jetzt das größte Spiel aller Zeiten. Noch größer, noch mehr Monster, noch mehr. So, und ja, das ist richtig. natürlich irgendwie ein bisschen paradox. Muss man halt vernünftig bleiben an der Stelle, würde ich sagen. Ne? Also wir versuchen auf jeden Fall den gesunden Mittelweg irgendwo zu finden. Ja. Naja gut, also wir teilen ja auch unsere Geschichte, die wir erzählen, in mehreren Kapiteln ein. Und es gab da so halt bei Elex die Haltung von uns, man muss irgendwie alles erreichen können, man muss alles machen können und so weiter. Und dann gab es dann halt dieses, du konntest Dinge auch schon vorher erledigen, bevor du es von der Geschichte her als Auftrag bekommen hast. So, ne? Beispielsweise den Big Bang, den kannst du eigentlich schon von Kapitel 1, kannst du dich drum kümmern und kannst da den fast schon erledigen. Dass es dann nachher dazu führt, dass du im ersten Kapitel unheimlich viel tun kannst. Und im zweiten Kapitel, ja, bevor man ins dritte Kapitel kommt, eigentlich dann schon viel weniger ist und so. Das heißt, der Übergang von zweiten ins dritte Kapitel kam den Leuten sehr wenig vor am Ende des Tages. Wenn man das aber vernünftig verteilen würde, ja, wenn man jetzt nicht so extrem spielt und sagt, ich möchte jetzt erstmal überall mal einmal gewesen sein und alles leer lutschen und dann erst ins nächste Kapitel gehen, dann sind die Kapitel auch recht kurz gewesen. So, ne? Also zumindest das zweite Kapitel. Und solche Dinge. Das hat auch mit Spiellänge zu tun. Was empfinde ich als lang, als kurz? Ist es denn dann tatsächlich irgendwie am Ende, im letzten Kapitel, so spannend, nochmal einmal komplett über die ganze Welt zu gehen, mit jedem nochmal und diese, also da ist es immer schwierig. Es gibt dann irgendwo dann auch den Zeitpunkt, wo der Spieler sagt, so, das will ich aber auch wissen, wie das Spiel zu Ende geht. Und dann möchte ich nicht ihm nochmal irgendwie alles nochmal machen müssen. Das heißt also auch die Kapitel, sind alle, also selbst wenn man eine Geschichte erzählt oder so, haben nicht unbedingt immer irgendwie eine gefühlt gleiche Länge. Ne? Die müssen auch manchmal irgendwie mal Fahrt aufnehmen und dann muss es wieder irgendwie so ein Motivationstal dann geben, so ein bisschen Ruhe einkehren, dann muss man sich wieder ums Ressourcenmanagement kümmern und so weiter. Ne? Und bei so einer freien Welt mit Open-World-Gedöns und so weiter ist das auch nicht so einfach. Ne? Es gibt dann immer unterschiedliche Arten, so ein Spiel zu spielen. Es gibt unheimlich viele Leute, die sich bei Elex halt bis zum Schluss irgendwie nicht entscheiden wollten, welcher Gilde sie beitreten wollen und solche Dinge. Also das sind alles so Mechanismen. Ne? Und einige sagen so, nach 5 Stunden, ich habe mich festgelegt, ich möchte das und ziehen das durch. Und für alle soll das irgendwie gleichermaßen was sein. So, ne? Und das ist, das geht sofort auf die Spiellänge. Das geht aufs Pacing, ja, und wir müssen dann irgendwie versuchen, das irgendwie dann auch gangbar zu machen. Ne? Es gibt dann auch dieses Tuning dann. Für einige ist das Spiel am Anfang zu schwer, am Ende zu leicht. So, ne? Wenn man dann aber so, wie es gemeint ist, oder wenn man dann halt irgendwie den Quests folgt und auch der Hauptstory oder so, sollte es eigentlich so immer so im Mittel das sein, was gut funktioniert. Grast man jetzt die komplette Welt ab, ja, und wir haben ja nun mal feste Werte bei den Monstern, kommt man hinten raus dann irgendwie so, ja gut, im Winter ist das ja eigentlich recht kurz, da muss ich nur noch hier und da und so, da ist das ja nicht mehr so lang. Hat auch mit Spiellänge zu tun. Wie lange hält man sich mit Dingen auf? Ne? Ist ja auch so eine Sache. Es gibt Leute, die wirklich jedes Grashalm umdrehen und gucken, was ist da und so weiter. Und andere Leute, die sagen, ach, das kenne ich doch schon, da war ich doch gerade schon mal, den NPC kenne ich zwar nicht, aber ist mir egal, ich gehe jetzt mal irgendwie woanders hin. Ne? Ist natürlich einfacher, wenn man den Level dann linearer gestaltet, irgendwie so ein bisschen schlauchiger und sagt,
na gut, ich komme erst in das nächste Gebiet und das ist dann Kapitel 2. Und dann koppelt man quasi die Geschichte mit dem Level. Das machen ja sehr viele Spiele tatsächlich so. Dann kann man natürlich die Kapitel gleichmäßiger verteilen. Das ist dann sehr viel einfacher, so eine Geschichte gleichmäßig zu erzählen. Ja. Aber dann verlierst du einiges an Freiheit. Ne? Ja. Und die Entscheidung, ne, das lässt den Spieler doch selber entscheiden, ob er da jetzt schon hinrennen will oder ob nicht. er ins nächste Kapitel will oder nicht. So, ne? Also das ist das Ding. Und jeder hat so seine eigene individuelles Empfinden. Ja, was ist jetzt lang und was ist kurz? Da kann man manchmal gar nicht sagen, okay, dann machen wir es dir ein bisschen schwerer. Dann dauert's länger. Dann hast du mehr zum Spielen. Ist aber auch nicht der Plan, weil dann ist es irgendwie, da muss ich da noch mal hin, ne? Und dann dauert der Kampf halt 5 Stunden länger und so. Also, ne? Das heißt also, was ist lang, was ist kurz? Fühlen sich die Spieler aber dann auch irgendwann verarscht. Also wenn die das Gefühl haben, der Entwickler hat Sachen nur eingebaut, um die Spiellänge zu strecken, und das ist dann werden die sauer. Ja. Ne? Also wir stehen auf den Standpunkt, wir wollen es so interessant wie möglich gestalten, dass der Spieler auch immer irgendwie das nächste Teilerfolg irgendwie zu verzeichnen hat, so, dass er das dann noch bekommt, weil sonst macht das Spiel keinen Spaß mehr. Ja. Irgendwann, wenn das in Arbeit ausartet, ist es dann irgendwie, ne, gerade beim Open World ist es so, ne, wenn man zu wenig Content wirklich reinbringt und zu viel Generisches, zu viel sammel dies, töte das, dann ist es halt irgendwie, es muss eine gesunde Mischung sein. Und es gibt ja auch tatsächlich die Leute, ne, die spielen das tatsächlich 120 Stunden und dann haben sie es halt mal leer gelutscht und sagen dann, ich habe immer noch nicht die Schnauze voll, gibt kein DLC, ach, ich fange jetzt wieder von vorne an. Ne? Ja, das stimmt. Also das ist echt Wahnsinn. Ja, und vor allem unser Spiel lädt ja auch dazu ein, es nochmal zu spielen, weil wir unterschiedliche Wege einbauen und auch unterschiedliche Arten, das Spiel zu spielen und auch einen anderen Charakter zu spielen, mehr oder weniger. Da achten wir natürlich auch drauf. Ne? Das ist dann auch schon so ein mehrdimensionales Ding, was wir da machen. Und Fraktion. Genau, ne? Und auch man kann auch den Arsch spielen oder den Netten oder halt den Typ in der Mitte oder man kann auch gucken, für welche Fraktion spiele ich jetzt, wem spiele ich jetzt zu und so. Das ist auch wieder eine andere Geschichte. Ja, das ist sehr komplexes Ding. Und wir versuchen halt doch irgendwie es interessant zu machen, aber so wirklich jedem recht machen kann man vermutlich am Ende des Tages das nicht. Ne? Gleiches gilt auch für den Schwierigkeitsgrad, hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Es ist schon eine Herausforderung. Ja, welche Spiellänge ist ideal? Ja, sucht euch selber aus, wie ihr die Spiele spielen wollt oder so. Beim linearen Spiel ist es vermutlich so lang, wie es ist oder so, aber man hat auch jederzeit irgendwie die Möglichkeit, ein Spiel wieder abzustellen und zu sagen, okay, reicht mir, ich habe gesehen, was ich sehen wollte. Jetzt sei denn die Geschichte so spannend, dass man doch wisst, wie geht's denn jetzt raus, ne, am Ende des Tages. Gut, ich hoffe, damit haben wir ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht, was Spiellänge angeht. Da werden wir sicherlich auch noch mal öfter drüber reden müssen, über Längen, und sagt mal eure Meinung dazu, schreibt sie uns in die Kommentare und wir gucken uns das dann gerne an. Hast du eine Community-Frage? Ja. Könnt ihr nämlich übrigens auch unten reinmachen. Community-Fragen, wir bemühen uns, die dann auch zu beantworten hier. Daher hat einer gefragt, mich würde für eines der nächsten Videos interessieren, wie ihr den Gamesgipfel 2019 wahrgenommen habt. Hatte gesehen, dass Jenny da war, das bin ich. Wurden für euch motivierende Worte für die nächsten Jahre gefunden und wie nehmt ihr die Entwicklung und die Unterstützung von Studios durch verschiedene Institutionen wahr? Also erstmal für alle, was ist eigentlich der Gamesgipfel? In Nordrhein-Westfalen hat tatsächlich der Ministerpräsident eingeladen, verschiedene Entwickler nach Köln diesmal, nicht nach Düsseldorf, um über die Spielebranche in Nordrhein-Westfalen zu reden. Jedes Bundesland hat da so seine eigenen Ansprechpartner und so weiter, und die Staatskanzlei hat quasi eingeladen, um dort zu sagen, wer sind wir eigentlich, was haben wir eigentlich zu bieten, wen gibt's hier eigentlich so, und man macht sich gar kein Bild davon, wie viele Studios es mittlerweile gibt, denn die Branche wächst. Und für uns ist es natürlich auch schön zu sehen, dass auch aus der Politik ein Interesse besteht und wahrgenommen wird, hey, das ist ja ein Wirtschaftszweig, das ist interessant, zu gucken, was geht denn da und wie kann man sich gegenseitig unterstützen. Effektiv wurde viel geredet über die Gamescom, denn die findet ja seit geraumer Zeit in Nordrhein-Westfalen statt. Das ist immer ein sehr spannendes Thema, weil es nun mal eine sehr, sehr große Messe ist. Und die wird auch dieses Jahr wieder in Köln stattfinden und wir werden dabei sein.
und es wurde über viele Ideen geredet, wie man sich gegenseitig unterstützen kann, wie man an Workshops teilnehmen kann, um voneinander zu lernen und welchen Beitrag die Staatskanzlei und das Ministerium dazu beitragen können und dass überhaupt so ein Feedback kommt und dass die uns unterstützen, ist auf jeden Fall eine gute Sache für uns und ich bin schon gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Privat sind wir auf der Gamescom dieses Jahr. Ja. Privat. Also das heißt, wir werden da nichts Neues präsentieren oder sowas. Wir werden rein aus Spaß dahin gehen und ein paar Leute treffen und so uns greifbar machen als Entwickler so, ja. Aber was Neues wird's da noch nicht geben. Wollt ihr uns da sehen und uns über den Weg laufen, dürft ihr ruhig Hallo sagen, weil ihr wisst, wer wir sind. Genau. Wir aber nicht, wer ihr seid. Das ist erlaubt. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir hoffen, dass ihr nächste Woche auch wieder dabei seid, wenn es heißt Piranha Becken TV. Genau. Macht's gut. Tschüss. Weil ihr wisst, wer wir sind. Genau. Wir aber nicht, wer ihr seid. Das ist erlaubt. Alles klar. Bis dann. Bis dann? Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht ein bisschen Ja, nee, tschüss, ne? Warum soll noch Rupp wieder hier drauf sein, Lass mich alleine, ja. So.